Ja, hallo zusammen. Ihr habt mir zu dem hier im letzten Video vorgestellten Gleisplan so viel Rückmeldung gegeben und so viel Verbesserungsvorschläge gemacht, dass ich mich entschlossen habe, hier ein Update-Video mit den Anpassungen im neuen Gleisplan entsprechend zu machen. Ich stelle euch halt in diesem Video jetzt vor, welche Änderungen ich wie in den neuen Gleisplan habe einfließen lassen. Und natürlich gibt es am Ende des Videos noch eine kurze virtuelle Rundfahrt über die neu gestaltete Anlage. Ihr seid neugierig? Dann bleibt dran. Nach dem Intro, da geht's los. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Als erstes möchte ich mich natürlich erstmal bei allen bedanken, die mir mit ihren wertvollen Rückmeldungen zum Gleisplan, den ich ja hier im letzten Video vorgestellt habe, geholfen haben, das alles nochmal zu optimieren. Daher freue ich mich natürlich jetzt besonders. Und ja, es hat ein klein wenig gedauert, aber dass ich hier und heute ein Update-Video zum Gleisplan machen kann mit den Änderungen, die ihr mir quasi ja vorgeschlagen habt. Und als kleine Zugabe habe ich natürlich am Ende des Videos wieder eine virtuelle Rundfahrt in Windtrek entsprechend aufgezeichnet, dass ihr euch ein besseres Bild von der Anlage machen könnt. So, aber lasst uns einfach mit den Änderungsvorschlägen oder mit den Verbesserungsvorschlägen, die ihr mir so fleißig geschickt habt, einfach mal anfangen. Und ich habe hier die wichtigsten, habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst und die können wir uns jetzt einfach mal Stück für Stück angucken. Also ein Punkt war, und der steht hier ganz oben, die Gleisanordnung fürs Sägewerk. Die ist eher hinderlich für Betriebsabläufe. So, dann gab es einen weiteren Hinweis zu dem Thema die eingleisige Paradestrecke. Die sollte man besser zweigleisig ausbauen, weil einfach sonst am Bahnhof oben im Zweifelsfall ein Nadelöhr entsteht und man die Züge, die man aus der zweigleisigen Strecke reinfährt, auf der eingleisigen einfach nicht rauskriegt. Dann war ein weiterer Punkt von eurer Seite die 5% Steigung der eingleisigen Paradestrecke. Da könnte es im Zweifelsfall zu Problemen kommen. Ja, und dann gab es noch Ideen, dass man doch in den Schattenbahnhöfen mehr Speichergleise entsprechend unterbringen kann, um die Anzahl der abstellbaren Zuggarnituren natürlich zu erhöhen und auch eventuell eine Umfahrmöglichkeit der Speichergleise einzubinden, um da wirklich auch die abgestellten Züge umfahren zu können. Ja, fangen wir gleich einfach mit dem ersten Punkt an, nämlich dem Punkt Gleisanordnung Sägewerk, eher hinderlich für Betriebsabläufe. Und ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, ich habe jetzt immer alt und neu gegenübergestellt, das zieht sich auch für die anderen Punkte nachher durch. Und ich habe jetzt hier auf der linken Seite, habe ich also den alten Gleisplanausschnitt einfach mal angezeigt und auf der rechten Seite sehen wir den neuen Gleisplanausschnitt, so wie ich ihn jetzt also nach euren Vorschlägen angepasst habe. Und da sehen wir die beiden Punkte 1 und 2. Und an dem Punkt 1 heißt also oben ab Sägewerk, habe ich jetzt also die Gleisanordnung verändert. Man kann jetzt also zweigleisig, sage ich mal, nach oben ins Sägewerk hineinfahren. Was ich dann noch gemacht habe, das war jetzt nicht unbedingt ein Vorschlag von euch, aber den habe ich jetzt einfach umgesetzt, dass ich dann auch die an den Gütergleisen eine Verlängerung eingebaut habe. Das passte dann etwas besser ins Bild und dann haben wir da auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, und damit kommen wir eigentlich dann schon zu einem Punkt, der nicht ganz trivial war, um das mal so salopp zu sagen. Also die eingleisige Paradestrecke entsprechend zweigleisig auszustatten, um halt dieses Nadelöhr am Bahnhof zu vermeiden. Und da habe ich auch, wie gerade schon gesagt, auf der linken Seite den alten Gleisplan und auf der rechten Seite den neuen Gleisplan einfach mal angeordnet. Und da mussten wir natürlich dann verschiedene Sachen machen, damit auch die Betriebsabläufe dann hinterher einfach so weiter funktionieren. Und da ist zum Beispiel der Punkt 1 zu nennen. Den sieht man hier auf dem alten Gleisplan, wo die 1 steht. Da ist ja unser Durchfahrtsgleis und dieses Durchfahrtsgleis hat natürlich eine Anbindung an die eingleisige Ausfahrt gehabt, das war ja klar. Aber wenn ich zweigleisig oder beziehungsweise zweigleisig bin, muss ich ja in das Ausfahrtgleis. Und dafür mussten wir dann bei dem Punkt 1 eine Doppelkreuzungsweiche installieren. Das haben wir entsprechend eingebaut und damit funktioniert das auch erstmal. So, der Punkt 2 ist natürlich dann der Punkt, da wo unser Ausziehgleis mit dem Schuppen war, ja, das entfällt dann natürlich. Das kriegen wir dann nicht mehr hin. Ob ich das noch irgendwo anders nochmal unterbringe, da bin ich mir momentan nicht ganz sicher. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen schauen oder nochmal eine Nacht drüber schlafen. Aber auf jeden Fall, dieses Ausziehgleis mit dem Schuppen ist weg und das wird jetzt quasi zum Ausfahrgleis
also das zweite Gleis aus dem Bahnhof heraus. So, und dann haben wir natürlich den Punkt 3 da noch, nämlich Bogenweichen für das Stumpfgleis. Da habe ich jetzt also quasi in der Abfahrt aus dem Bahnhof heraus 2 Bogenweichen installiert, damit wir aus dem Stumpfgleis am Bahnhof ja auch rausfahren können. Das mit der eingleisigen Ausfahrt war das kein Problem. Zweigleisig würde ich eigentlich in das Einfahrtsgleis permanent fahren oder auf dem Einfahrtsgleis fahren, also quasi falsche Richtung. Und dementsprechend müssen wir da also sorgen, dass wir mit den Bogenweichen entsprechend in das Richtungsgleis, nämlich Ausfahrt kommen. So, das haben wir da auch gemacht. Und dann musste ich natürlich die zweigleisige Paradestrecke etwas anpassen. Das heißt, das ist der Punkt 4, den sieht man. Das haben wir alles etwas nach oben geschoben und etwas verkürzt oder auch die Tunneleinfahrten dann etwas weiter nach links verschoben. Da mussten wir die Gleisführung entsprechend ändern. Ja, das war natürlich aber noch nicht alles. Die nächste Herausforderung kam dann natürlich in dem Schattenbahnhof Ebene 1. Heißt also, auch dort mussten wir, dadurch, dass die Paradestrecke geändert wurde, die zweigleisige, mussten wir natürlich dort etwas die Abstände ändern. Wir mussten da das ein oder andere machen. Und ich habe jetzt hier mal die gröbsten Punkte aufgeführt, die ersten 3, die wir also quasi innerhalb des Schattenbahnhofs auf der Ebene 1 noch machen mussten. Ja, und da sieht man, hier in dem neuen Teil haben wir unten, wo die 1 steht, mussten wir, sage ich mal, eine Bogenweiche einfügen, damit wir dort besser klarkommen. Da haben wir natürlich auch die Gleise entsprechend etwas optimieren müssen. Dann haben wir leider bei dem Punkt 2, wir hatten vorher 3 Speichergleise, die quasi in der Ausfahrt oder in dem Ausfahrtsbogen nachher waren. Das mussten wir jetzt aus Platzgründen reduzieren auf 2. Nicht schön, aber müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal etwas ändern können. Da komme ich aber später noch mal drauf, was wir da tun oder beziehungsweise was wir uns da noch mal angucken müssen. So, dann ist die Gleisverkürzung wegen Überdeckung unter Punkt 3, das sehen wir dann auf der rechten Seite. Da hatten wir dann halt die Schwierigkeit, dass die Abfahrt aus der zweigleisigen Paradestrecke mit der neuen zweigleisigen Paradestrecke, die von oben vom Bahnhof kommt, dass es dort Gleisüberdeckungen gab und dann die Höhen nicht passten. Zu den Höhen komme ich später auch nochmal, aber da gab es schon Probleme. Das heißt, da mussten wir auch entsprechend mit den Gleisen weiter in die Anlage hinein, um da, sage ich mal, diese Probleme auszuschließen. Ja, bei der ehemals eingleisigen Paradestrecke, die wir jetzt zweigleisig haben, mussten wir natürlich auch den Ebene 0 Schattenbahnhof anpassen. Heißt also, ich habe natürlich jetzt wie man unter Punkt 1 sieht, die Einfahrt oder beziehungsweise Ein- und Ausfahrt mussten wir jetzt natürlich entsprechend von eingleisig auf zweigleisig anpassen. Das hat natürlich da unten auch einen Einfluss auf die entsprechende Gleisgeometrie beziehungsweise auf den Gleisverlauf. Wir haben bei dem Punkt 2, das sehen wir auf dem alten Bild, da hatten wir 2 Stumpfgleise als Speichergleise. Das habe ich aus Platzgründen jetzt erstmal auf ein Gleis reduziert. Und wir haben unter dem Punkt 3, da hatten wir auch 3 Speichergleise, davon also 2 Stumpfgleise und ein Durchfahrtsspeichergleis. Da habe ich auch das Durchfahrtsspeichergleis quasi gekappt, habe daraus ein Stumpfgleis gemacht und habe das untere Stumpfgleis entsprechend entfallen lassen. Auch das, damit wir hier zwischen der Paradestrecke, zwischen der Kehre, die wir innerhalb des Schattenbahnhofs haben, dass wir dort ein bisschen mehr Platz haben. Und was man hier noch sieht, was ich jetzt als Punkt nicht aufgeführt habe, ich habe jetzt, wenn man bei neu guckt, unten, also knapp oberhalb der Paradestrecke, sieht man, dass dort noch 2 Speichergleise sind. Da habe ich jetzt also noch zusätzlich eine Möglichkeit geschaffen, dass man da auch noch Garnituren abstellen kann. Ja, dann kamen wir zu dem Punkt, die 5% Steigung bei der Paradestrecke. Da haben wir ja auch schon relativ lange drauf rumgekaut. Ich glaube, das war jetzt schon Bestandteil von 2 Videos, diese 5% Steigung. Und wir haben jetzt also Folgendes gemacht, dass wir die Höhen der Ebenen entsprechend modifiziert haben. Das heißt, ich hatte vorher vorgesehen, dass wir 12 Zentimeter Platz haben zwischen den Ebenen. Und das habe ich jetzt reduziert auf 11 Zentimeter. Und damit kommen wir auf eine Steigung, die jetzt nur noch bei 4,25% liegt. Wir kommen von 5,04, also wir haben 0,8% Steigung abbauen können. Ist jetzt nicht die Riesenmasse, aber ich sag mal 4,25 zu 5 ist schon mal eine gute Nummer. Ich habe auch mal durchgespielt, auf 10 Zentimeter zu gehen.
dann komme ich allerdings wieder in Überlappungskonflikte. Das heißt also, dann reichen mir Gleishöhen nachher nicht aus, wo ich zum Beispiel dann Kreuzungen habe oder wo ich Überlappungen in den Gleisen habe. Ich brauche rund 8 Zentimeter mit dem Märklin-Gleis, damit ich vernünftig durchfahren kann, damit ich auch eine Zugänglichkeit unten drunter noch habe. Und das hat nicht funktioniert. Also von daher, das ist jetzt quasi so ein Kompromiss, 4,25%. Aber ich denke, besser als 5%. Ja, und dann kam von euch natürlich noch der Hinweis, das Thema Mehrspeichergleise und Umfahrungsmöglichkeiten. Da habe ich jetzt die beiden neuen Schattenbahnhöfe, der Ebene 0 und der Ebene 1 hier nochmal eingeblendet. Der Punkt ist da einfach, ich brauche ja auch Zugangsmöglichkeiten zur obersten Ebene, heißt also zur Bahnhofsebene. Da liegen Weichen, da muss ich Elektrik machen, da kommen irgendwie Signale, Laternen oder Beleuchtung, irgendwie was. Das heißt, ich muss Möglichkeiten haben, dass ich dort nach oben auch halbwegs mit dem Kopf, mit dem Körper komme. Und wenn ich die Gleisabstände in den Schattenbahnhöfen so dicht beieinander lege, dann habe ich irgendwann das Problem, dass ich da überhaupt nicht mehr reinkomme und dann habe ich keine Zugänglichkeit mehr. Ja, so, also das Ganze gucke ich mir an, wenn wir die Rahmenplanung fertig machen. Ne? Das heißt also, das ist ja das nächste, was ich jetzt tun werde, die Rahmenplanung in Windtrek. Und wenn die dann klar ist und ich sehe, wo welche sag ich mal, Stützen liegen und ich sehe dann, wie viel Abstand ich noch habe und gucke, ob ich dann da oben dran komme, dann kann man sich überlegen, ob man hier noch ein Umfahrgleis oder noch ein zusätzliches Speichergleis irgendwo entsprechend aufsetzt. Das Thema Umfahrmöglichkeit, also eigentlich ist für mich die Betriebsidee, dass ich gerne, also was als erstes reinfährt, fährt auch als erstes wieder raus. Das heißt also, ich fahre meinen Schattenbahnhof voll und fahre ihn dann natürlich auch entsprechend wieder leer. Damit habe ich eigentlich die größten sag ich mal, ja, Möglichkeiten, dass ich auch die größte Varianz der Züge habe. Natürlich kann ich auch, ist komplizierter, sag ich mal, ein solches Speichergleis auch als Umfahrgleis nutzen. Ich muss nur vorher alles rausfahren, was da vielleicht davor steht, damit ich von hinten einmal durchfahren kann. Kompliziert, würde aber im schlimmsten Falle gehen und spart mir natürlich jetzt, es nicht zu haben, spart mir natürlich erstmal Platz entsprechend. Ne? Also wie gesagt, für mich war der Betriebsablauf Zug um Zug entsprechend aus dem Speichergleis wieder raus, aber wegen der Abwechslung gucken wir mal. Wir schauen uns das mal auch mal an. Ja, und das waren auch schon die Änderungen unseres Gleisplanes auf Basis eurer Vorschläge. Und wie schon gesagt, vielen Dank dafür. Die nächsten Schritte, die wir jetzt natürlich machen, sind, wie ich gerade schon angedeutet habe, wir machen in Windtrek einen Rahmenplan, damit entsprechend das Holz bestellt werden kann. Und wir werden natürlich den Rückbau unserer Anlage weitermachen. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das im Hintergrund hier sehen. Ja, da sieht man es. Ne? Da habe ich schon das ein oder andere weggemacht. Das heißt, wir sind dort im vollen Gange, die Reste der Altanlage hier auch zu beseitigen. Vorher brauche ich natürlich nichts Neues aufzubauen. Dafür habe ich hier zu wenig Platz. Ja, so, das ist das, was wir jetzt als nächstes machen. Und da werden wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Aber wie schon angedeutet, ich habe noch eine virtuelle Rundfahrt für euch über die neue Anlage und das können wir uns dann gleich auch mal anschauen. Aber bevor wir natürlich dazu kommen, möchte ich erstmal euch fürs Zuschauen danken und lasst mir natürlich gerne ein Like da, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich super freuen. Gerne schreibt mir Kommentare oder Anregungen, was ihr von dem neuen Gleisplan haltet, unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Und ihr dürft natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. So, und damit gehen wir auf die virtuelle Reise und ich sage schon mal einfach viel Spaß dabei und tschüss und gerne wieder hier demnächst bei Thorsten und Linus Modellbahn. Tschüss.